Geschwindigkeit und Dynamik hat mich immer interessiert. Und da war das dann für mich klar, ich möchte in die Ingenieurwelt eintreten. Dann war ich 14 Jahre in der Automobilindustrie und ich merkte, da ist doch sehr viel zu verändern und da sind noch viele Potenziale, die nächste Generation der IngenieurInnen mit zu prägen und auszubilden. Und das waren so die Motivationen, warum ich dann hier an der TU Berlin im Jahr 2008 angefangen habe. Ja, mein Name ist Rainer Stark. Ich bin Professor am Fachgebiet Industrielle Informationstechnik. Ich bin Lehrertochter und habe gesagt, ich werde niemals Lehrerin. Jetzt bin ich Dozentin und habe die letzten Jahre auch das Lehrerteam bei uns geleitet. Also wichtig, dass IngenieurInnen genau dieses... Am Fachgebiet lernt man, wie man digitale Produkte entwickelt. Von der Idee über das digitale Modell bis hin zur technologischen Umsetzung. Da ist Fusion natürlich nicht nur ein neues Werkzeug, sondern Teil einer neuen Ingenieurvorgehensweise, ein Game Changer. Früher hatten wir einen Auslegungsingenieur, einen Konstrukteur, einen Fertiger und dann einen Betriebsingenieur. Es verschmelzt. Darum ja auch der Begriff Fusion. Die Industrie hat sich insofern gewandelt, dass man sehr viel mehr digitaler arbeitet, interdisziplinär und auch über Kontinente hinweg. Cloud-basiertes Arbeiten ist da ein Riesenthema. Die Teams müssen das Design zueinander passen. Es ist eine Komplettlösung, wo die Studierenden Skizzen anfertigen. Sie können virtuelle 3D-Modelle bauen, 3D-drucken, sehr einfach mit dem Autodesk Plattform-Service zusammenarbeiten, aber auch CNC-Anweisungen ausgeben. Ja, es ist halt einfach zugänglich und ich brauche auch nicht erstmal eine 3-stündige Anleitung. Man loggt sich einfach ein und kann sofort anfangen zu arbeiten. Ja, das ist natürlich schon cool. Für dieses Anwendungsmasterprojekt sollen die Studierenden ein Produkt entwickeln für Menschen, die echte Probleme haben. Und es ist schon irgendwie ein schönes Gefühl beim Arbeiten, auch dass man weiß, was dann am Ende bei rauskommt und für wen es ist. Wir haben ein Fahrrad konzipiert für einen Menschen mit Spastiken in den Beinen. Und da war es wichtig, dass wir ein Fahrrad so modifizieren, dass es einen einfachen Einstieg hat. Gib mal die Hülse. Also bei uns war Fusion von Anfang an eigentlich mit dabei. Als erstes haben wir angefangen, einen Prototypen zu entwickeln mit Fusion, den wir dann ausdrucken können. Und dann haben wir es in die Fertigung gebracht. Dann herzlich willkommen zu eurer Abschlussprüfung. Wir sind das Team Recycle, wo wir auch mal versucht haben, nachhaltig und outside of the box zu denken. Wir haben ein parametrisiertes Modell in Fusion und können dann sofort anzeigen, wie dieser Verschluss bei dem Fahrrad appliziert wird. Und dann sind sie im Geschäft. Die Fähigkeit, die wir in Deutschland ja in die Zukunft bringen, wie Industrie 4.0, zu paaren mit den amerikanischen neuen digitalen Plattformen wie Fusion, das ist das Zusammenspiel und das treibt uns hier, um genau diese Fähigkeiten unseren Studierenden zu vermitteln, damit wir dieses in die Welt reintragen, um die Zukunft zu gestalten.